Genia Guide Germany. Herzlich willkommen bei Genia Guide Germany, dem YouTube-Kanal rund um das Thema Ahnenforschung in Deutschland. Im letzten Video ging es darum, welche Entdeckungen auf den Dachböden und Kellern eurer Familie zu finden sind. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure gefundenen Schätze am besten aufbewahrt, um möglichst lange Freude daran zu haben. Habt ihr zum Beispiel Fotos gefunden, vor allem sehr alte, dann solltet ihr darauf achten, diese möglichst sorgsam zu behandeln. Das heißt, ihr solltet sie nur am Rand und auf dem Passepartout anfassen und darauf achten, dass eure Hände und Finger sauber sind. Denn Schweiß und Fette greifen die Fotoschicht an. Wer richtig auf Nummer sicher gehen will, der trägt dabei Schutzhandschuhe, etwa aus Baumwolle, wie sie auch in vielen Archiven genutzt werden. Sofern ihr über die nötige Technik verfügt, bietet es sich an, die Fotos zunächst zu digitalisieren. Das geht am einfachsten mit einem Scanner. Dazu sollte die Glasplatte des Scanners sauber und das Foto frei von Schmutz jeder Art sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Wenn sich Staub auf dem Foto befindet, kann dieser beispielsweise mit einem Pinsel oder einem Druckluftspray, wie man es zur Reinigung von Computertastaturen benutzt, verwendet werden. Das geht besser, als den Staub einfach wegzupusten. Wer einen eigenen Scanner besitzt, der kennt das folgende Problem. Man möchte eine möglichst gute Qualität beim Scan erreichen und stellt die höchstmögliche Auflösung ein. Sofern man die Bilder nur in ihrer ursprünglichen Größe wieder ausdrucken möchte, ist das vergebliche Liebesmüh. Für die Reproduktion in Originalgröße reicht eine Auflösung von 300 bis 400 dpi aus. Bei Postern sogar 125 dpi. Nur wer seine gefundenen Fotos vergrößern oder am PC stark bearbeiten möchte, sollte eine höhere Auflösung wählen. Besitzt das Foto filigrane Strukturen oder sehr kleine Schrift, dann kann man die Auflösung auch auf 600 dpi erhöhen. Alles andere nimmt nur unnötig Speicherplatz weg und verlängert die Zeit, die der Computer zum Laden der Datei benötigt. Viele werden sicherlich auch alte Dias wiedergefunden haben und fragen sich nun, wie sie mit ihnen verfahren sollen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Dienstleistungen zur Digitalisierung in Anspruch zu nehmen. Das spart zwar Zeit und bringt oft eine gute Qualität mit sich, ist aber auch kostenintensiv. Einfacher ist es da, auf einen Scanner mit Durchlichteinheit zurückzugreifen. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Nachteil ist natürlich, dass man dafür mehr Zeit benötigt. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen und auch Negative können so digitalisiert werden. Nach dem Scannen solltet ihr darauf achten, Sicherheitskopien auf verschiedenen Speichermedien zu verteilen, um bei eventuellem Verlust nicht mit leeren Händen dazustehen. Neben Fotos sind es vor allem Schriftstücke jeder Art, die gefunden werden. Das können Briefe, Zeugnisse, Postkarten und so weiter sein. Sie sollten, wie die Fotos, zunächst digitalisiert werden, um die Originale bei häufigem Gebrauch möglichst zu schonen und leichter Duplikate anfertigen zu können. Wie lagere ich die Fundstücke nun richtig ein, nachdem sie digitalisiert wurden? Nur weil die Dokumente jetzt elektronisch verfügbar sind, sollten die Originale nicht wieder ein Schattendasein im Keller oder auf dem Dachboden fristen. Diese Orte sind oft feucht oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt, was die Fundstücke angreifen kann. Besser ist es, sich über eine zeitbeständige Archivierungsmöglichkeit Gedanken zu machen, um Fotos und Dokumente so lange wie möglich zu erhalten. Eine Lagerung sollte immer am klimatisch stabilsten und trockensten Ort stattfinden, damit Schimmelpilze erst gar keine Chance haben. Auch stärkere Sonneneinstrahlung dürfen sie nicht über längere Zeit ausgesetzt sein, da diese die Farben und Tinten verblassen lassen kann. Fotos, die in alten Alben gefunden werden, sollten aus diesen vorsichtig herausgenommen werden, vor allem wenn sie sich in Klarsichtfolien befinden. Diese enthalten oft Chemikalien wie Weichmacher, welche die Fotoschicht angreifen. Bewährt hat sich beispielsweise eine Lagerung der einzelnen Fotos in Pergaminpapier. Dieses wird auch im professionellen Archivwesen zur Lagerung von Fotografien genutzt. Wer es ganz genau nimmt, der kann auch zwischen die einzelnen Papierstücke immer eine Lage säurefreies, basisch gepuffertes Archivpapier einlegen. Gepuffert heißt, dass diese Papiere mit Calciumhydroxid oder Magnesiumhydroxid behandelt und dadurch ihr pH-Wert erhöht wurde. Wenn dann durch Umwelteinflüsse Säureionen auftauchen, können diese bis zu einem bestimmten Grad neutralisiert werden. Ihr merkt also, wie wichtig es ist, mit seinen alten Fotos und Dokumenten sorgsam umzugehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Freizeitgenealo. Das war's für heute bei Genia Guide Germany. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen und gebt ihm einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wie ihr den ersten Kontakt zu Behörden und Kirchen aufnehmt und was es dabei eventuell zu beachten gibt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.